Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Heute geht es um 10 Repeating Licks aus dem legendären Solo von Freebird, Lynyrd Skynyrd. Einem Song, der auf Platz 3 der besten Gitarrensolos aller Zeiten von Guitar Player Magazine vor einiger Zeit gewählt wurde und unglaublich lang ist. Das Gitarrensolo geht teilweise live 6, 7 Minuten. Es ist extrem cool, sehr schwer durchzuhalten. Also gleich eine Warnung von mir, wenn ihr diese Licks übt, geht es langsam an und übertreibt es nicht. Und diese Licks wurden von allen großen Gitarristen da draußen, von Eric Clapton bis zu Joe Bonamassa, allen Rockstars verwendet, auch im Blues-Bereich, und sind echte Klassiker. Ihr werdet es genießen, also Slash verwendet etliche davon und ich glaube, ihr werdet sehr, sehr viel Spaß heute haben mit diesen Licks. Ganz liebe Grüße an alle, die live dabei sind. Ich sehe, der Chat füllt sich hier langsam und ich wünsche euch gleich viel, viel Spaß. Vom Sound her spiele ich einen Plexi Marshall mit einem Tube Screamer, also ganz, ganz klassisch. Ich hoffe, dass die Lautstärkeverhältnisse passen. Ihr könnt mir Feedback geben in Bezug auf Bild und Ton, ob das alles hier okay ist, da wir live sind. Ne? Also, ich wünsche euch viel, viel Spaß und wir legen gleich los. Bild und Ton, top, klasse. Vielen Dank Dietmar, vielen Dank Michael, vielen Dank Uli. Ich wünsche euch viel Spaß. Was sind Repeating Licks? Repeating Licks sind spielen sich meistens der Pentatonik ab und sind Wiederholungspatterns von einigen Tönen. Manchmal sind das 3, 4, 6 und sie erzeugen im Ohr so einen richtigen, ein Hookline sozusagen. Also du hast im Grunde genommen, sind das die Ohrwurm-Licks schlechthin. Und meistens werden sie ja eher so zum Höhepunkt eines Gitarrensolos verwendet. Aber hier in diesem Solo wurden sie von Beginn an durchgefeuert. Und wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Also viel, viel Spaß wünsche ich dir. Nimm dir deine E-Gitarre. Ich empfehle dir eine Paula oder eine Gitarre mit einer kurzen Mensur und dünnen Saiten, weil es sehr schnell zugeht. Viele Seitenziehereien hier, viele Bendings am Start sind. Okay, cool. Top 10, also ich habe eigentlich mehr wie 10, wenn man die genau analysiert, sind es sogar mehr. Und wir sind in G. Und haben hier eine ziemlich konservative, klassische G, B, C, F, D, ein E-Moll ist noch dabei, Akkordfolge. Wir sind also in G und spielen in der G-Moll-Pentatonik sehr, sehr viel. Position 1, hier oben im 15. Bund. Also die meisten Licks spielen sich hier ab. Und natürlich unten hier beim G im 3. Bund. 2 große Schritte, 3 kleine und ein großer. Also Position 1 der Moll-Pentatonik. Okay, es geht gleich los. Wir steigen ein in die Licks und beginnen hier mit einem Bending-Lick. Also es geht gleich richtig zur Sache hier. Hören uns den erstmal an. Das Lied ist auf Tempo 120, 4/4-Takt. Und los geht's. Also was haben wir hier? Wir sind in Position 1, gehen beispielsweise mit dem Ringfinger hier auf die 18, ziehen einen Ganzton, schnell hoch und das Wichtigste, wenn du diese Licks jetzt lernst, da du viele Wiederholungen drin hast, ist, dass du die darüber liegenden 4 Saiten richtig abdämpfst. Und das mache ich mit meiner rechten Hand.
Hier kannst du das sehen, den Seitenabdruck hier. Und zwar lege ich die Hand hier kurz vor der Brücke auf die Seiten und picke oft zwischen den Seiten, also hoch runter. Also Bend, den Ganzton hoch, von 18 auf die 20 und dann mit dem kleinen Finger hier greife ich dann die 18. Und das Schwierige hier ist hoch und dann muss die Note gestoppt werden. Die darf also nicht weiter klingen. Und das mache ich mit der rechten Hand. Und das ist auch schon Lick Nummer 1. Und ich empfehle dir, wenn du diese Licks lernst, lerne nicht alle auf einmal. Lerne 2, 3, übe die und die geben dir die Basis für die anderen. Weil die Licks sind ähnlich in der Struktur, nur im Rhythmus leicht unterschiedlich. Und lerne erst nur 2, 3 und überlaste dich nicht. Denn diese Licks, also ja, nicht nur, dass du sie übst und wiederholst, sie sind auch Wiederholungslicks. Also deine Finger machen immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Das ist ein enorm herausforderndes Training für deine Finger. Okay? Also nur so als Hinweis, hier achtsam vorgehen. Das war Lick Nummer 1. Lick Nummer 2 teilt sich auf 2 Takte. Wir hören uns Takt 1 an. Und der zweite, der hat das wirklich in sich. Hört mal genau hin. Das ist zum Beispiel Bonamassa sehr gerne verwendet und viele Blues-Rock-Gitarristen. Wir haben einen Pull-Off von 18 auf 15. Dann sofort mit dem Ringfinger die 17, Ganzton. Und dann unten die 15. Habt ihr sicher schon gehört, ist ein Klassiker, wird von allen großen Rockgitarristen. Clapton, Jimmy. Und der ist ein absoluter Muss. Natürlich kannst du den auch wunderbar in Position 1 spielen. Hier unten im dritten Bund. Also, beginnst mit einem Pull-Off, hoch und dann die 15. Und das Allerwichtigste ist wie immer das Abdämpfen. Wenn du hochgehst, dass du mit der rechten Hand, wenn du das nicht magst, das Abstoppen hier mit der Hand, also ich spiele also ganz nah an den Saiten. Ich gehe jetzt mal in diese Aufnahme, dass du das gut sehen kannst. Hier links oben mit der rechten Hand. Kannst du genau sehen, alles ist abgedämpft. Und wenn ich hochgehe, also Pull-Off, wenn die Note ganz oben ist auf dem Zielton, wird sie gestoppt mit dem Daumen hier. Ne? Ich hoffe, du kannst das sehen. Das ist schwierig, ne? Denn wenn du das nicht stoppst, dann hast du diesen Effekt. Und dann klingt die Saite beispielsweise weiter und das möchte man vermeiden, damit diese Licks schön sauber klingen. Okay? Also, und dann, der ist biestig. Hör mal genau hin. Wow. Also das ist jetzt mit einer der schwierigsten hier. Das ist ein echtes Feuerwerk an Noten. Ich gehe mal in diese Ansicht und nochmal abspielen. Hoppla, jetzt. So, hier nochmal rein. Wow, also was haben wir hier? Lass uns analysieren. Wir ziehen die 18 hoch, kommen sofort runter, spielen die 15 und das ist ein Pull-Off. Also der ist biestig, aber der klingt so geil. Und den kannst du überall anwenden. Also bei dem musst du dir Zeit lassen. Aber das ist ein richtiger klassisch cooler Lick, den Slash
Also die beiden Licks, die du jetzt gehört hast, das ist Standardrepertoire Guns N' Roses. Ne? Und das ist so der erste Band ist so ein schnelles. Ne? Ich drehe die Hand so rein, ganz schnell. Und hier hast du kaum Zeit mit dem Abdämpfen, also der ist Oberliga Champions League Repeating Lick. Mal reinhören. Wow! Also der ist heftig. Mit dem Zeit lassen. Natürlich das Tempo runterfahren auf, machen wir mal jetzt halbes Tempo hier für diesen speziellen Lick. Und dann können wir den besser hören rhythmisch. Und du hörst jetzt schon, auf halbem Tempo ist der schon ziemlich stark. Ne? Also viel Spaß mit dem Lick. Den würde ich eher so gegen Ende lassen. So, jetzt kommt ein bisschen ein leichterer. Den hören wir uns jetzt mal an, wie der klingt. Ziemlich gut. Also, hier haben wir eine Rhythmik. Also langsam. 15. Pull-off von 17 auf 15 auf der D-Seite. Und dann die 17 oben drüber. Das ist der Lick an sich, also die Wiederholung. Ne? Repeating heißt wiederholen. Das wäre zum Beispiel ein Lick, mit dem du anfangen könntest, der sehr cool klingt. Am Ende, wenn ich mit den Licks durch bin, werde ich die Licks auf dem Backing-Track des Gitarrensolos spielen und dann kannst du hören, wie schön diese einzelnen auch rhythmischen Licks klingen und wie man die einsetzt. Mal ablaufen lassen. Sehr cool. Halten wir uns auch gar nicht lang auf und gehen gleich zum nächsten. Der nächste ist mal wieder ein mega Klassiker. Hör dir den an. Ach, zum Verlieben, ne? Aber nicht einfach, denn was hast du hier? Du hast also 2 schnelle Pull-offs und wieder diese Geschichte, dass du hier einen Ganzton, die 17 hochziehst, hier, ja, die 17, also du hast 2 Pull-offs, 17, 15, 17, 15 auf der G- und D-Seite. Und dann ganz schnell runter wieder auf die G-Seite und die 17, einen Ganzton hoch. Und das ist das, was sich wiederholt. Ne? Und du musst also hoch, stoppen, runterkommen und dann wieder den Pull-off ausführen. Das ist technisch anspruchsvoll. Also denk dran, dieser Ganztonband hier, der ist kurz und schon ist er wieder weg. Mehr nicht. Und wenn du einen coolen Sound hast, mit ein bisschen Hall, ein bisschen Echo, ich habe das Echo jetzt aus zum Vorführen, dann ist diese Note, die so kurz gespielt wird durch das Echo, ich schalte es jetzt mal ein, wird durch das Echo, hörst du es, ein bisschen verlängert. Und dadurch klingt der Lick dann natürlich cooler. Jetzt, wenn ich das Solo spiele, also dann Teile davon, werde ich natürlich das Echo einschalten. Aber jetzt schalten wir es wieder aus, zum Vorführen, wenn man übt und trainiert, sollte man auf jeden Fall das Echo auslassen, damit du dein Spiel ganz sauber hörst. Okay, nochmal langsam. Klassiker. Viel Spaß mit dem. Oh, jetzt kommt der nächste Hammer. Was machen wir jetzt? Wir springen runter, die erste Lage. Und
nehmen hier das A, das ist der 7. Ton in der G-Dur-Tonleiter, und spielen hier einen Pull-Off und dann 2 Pull-Offs von 6 auf 3 und 5 auf 3. Hört es an. Auch das ein Mega-Klassiker. Natürlich kannst du das auch oben spielen. Hast du sicher schon gehört, ist ein Rock-Klassiker. Hören wir erstmal rein. Na? Pull-Off von 5 auf 3, auch ein sehr, sehr gutes Training für deine linke Hand. Na? Sehr, sehr cool. Also wir beginnen ja 5-3 und dann und diese Geschichte hier 6-3, 5-3 kannst du getrennt üben. Also natürlich weißt du, wie sehr ich immer auf die Trills zu sprechen komme. Das ist ja nichts anderes, wie wenn du die Drillübungen immer gemacht hast, die ich in so vielen Videos dir ans Herz gelegt habe zum Aufwärmen. Immer gut aufwärmen, bevor du diese Repeating Licks trainierst. Dann fällt dir dieser Lick, der jetzt vielleicht schnell klingt, fällt dir, wenn du Trills geübt hast, viel, viel leichter. Also nochmal. Und guck auf meine rechte Hand, dann kannst du sehen, dass ich ganz wenig picke. Einfach oben links, rechte Hand. Super cooler, schneller Lick mit wenig Picken. Klassiker, ne? Wie viele haben den gespielt? Okay, jetzt kommt ein weiterer richtig cooler, den ich vorher schon angedeutet habe. Der hat aber... nee, den habe ich noch nicht. Ja, der kommt später nochmal mit einer kleinen Änderung. Aber hören wir uns den mal an. Der ist super. Ja? Typisch Joe Bonamassa zum Beispiel. Bei ihm wirst du den regelmäßig hören. Was haben wir? Immer noch Position 1. Und hier bestätigt sie mal wieder, wie viel wir in Position 1 der Pentatonik zaubern können. 18, 15 Pull-Off. 17 auf der G-Seite. Und dann der Sprung auf die 15 auf der E-Seite. Und hier wieder die rechte Hand beobachten, wie wenig gepickt wird. Absoluter Klassiker. Was könnte man denn damit machen? Einfach mal eine Oktave tiefer. Und jetzt nochmal ein wichtiger Tipp von mir. Wenn du sowas lernst, und das ist jetzt ein cooler Lick. Dann mach Folgendes. Geh in die erste Position eine Oktave tief und spiel ihn dort. Ja. Und dann gehst du Position für Position der Pentatonik weiter und setzt die Idee des Licks in den nächsten horizontalen Lagen um. Das ist dann so die Eigeninitiative, die du an den Tag legen kannst, um noch mehr aus diesen Ideen rauszuholen. Ne? Ich mache es jetzt einfach mal hier. Also nur den Teil. Eine Oktave tiefer. 3, 6, 3, 5. Und dann
gehe ich in die nächste Position der G-Moll-Pentatonik und spiele. Na, hier. Du hörst, wie sich steigert. Achte drauf. Nochmal langsam. Position 1. Position 2, das wäre die hier. In der dritten Position hast du diesen Fingersatz. Das ist diese Pentatonik. Das ist gleich der erste, wie in der ersten Pentatonik hast, in der dritten. Dann hier mache ich es so, in der vierten Position der Pentatonik. Zeigefinger im 10. Bund, 13, 10 und die 12. Dann Position 5. Hier spiele ich dann und dann Position 1 mit dem Ursprungslied. Dann kannst du so ein echtes Crescendo, ich zeige es dir nachher, wenn ich mit dem Backing-Track spiele, wie das klingt, wenn ich dieses Crescendo, also diese Steigerung in der horizontalen mal umsetze. Okay, wir nähern uns den, wir haben noch ein paar. Dann ein weiterer Klassiker, den ihr sicher schon mal gehört habt. Na, den habt ihr doch schon mal gehört, ne? Also einmal, zweimal. Na, wo habt ihr den schon gehört, ne? In Dire Straits Sultans of Swing. Ja, ganz ähnliche Geschichte hier. Pull-Off von 18 auf 15. Und dann ändert sich der Rhythmus. Hör mal auf den Rhythmus, wie sich der ändert. Sau cool, ne? Ich mache hier ein kleines Barré im 15. Bund. Der Lick ist eigentlich einfach. Ja, einfach nur Pull-Off und ein kleines Barré und die zwei 15er hier spielen. Wichtig ist dann im Backing-Track, das rhythmisch dann gut rüberzubringen. Da halten wir uns aber nicht lange auf. So, jetzt haben wir noch ein paar Bending-Licks, die absolut cool sind. Einfach, aber doch nicht einfach. Mal genau hinhören. Na, das ist so, um Spannung aufzubauen. Ja. Und jetzt wird es heftig. Jetzt gehen wir nämlich in den 22. Bund. Und wenn du das auf der Les Paul spielen möchtest, das ist heftig. Also das ist jetzt etwas, was zum Beispiel Bonamassa macht. Im Höhepunkt seines Solos. Und hier habe ich nur die Möglichkeit, mit dem kleinen Finger die 22 zu spielen. Hören wir noch mal rein. Das ist so der Höhepunkt eines Solos. Und jetzt wird es noch mal krasser. Also kleine Warnung von mir, hier oben, Vorsicht, nicht übertreiben. Ne? Ja? Hier. Das ist hier heftig. Und immer wenn du das machst, deine Finger müssen sich erst an diese Enge hier oben gewöhnen und an den Stress, den du deiner Hand aussetzt. Also hier nicht übertreiben mit diesen Geschichten. Ja? Okay, und dann haben wir den Lick von vorhin mit einem kleinen Twist. Die ersten 3 Durchgänge hier. Ne?
sind mit Pull-Offs, wie du hier sehen kannst. Und der letzte wird gepickt. So, wie klingt das? Ja, man hört da kaum einen Unterschied, aber es ist eine kleine Geschichte. Erstmal alles picken. Und dann mal mit den Pull-Offs üben. Ja, also auch ein Klassiker. Und dann noch der finale Lick hier, der sehr schön klingt, der rhythmisch ein bisschen anders ist, den hören wir uns an. Und aus mehreren kleinen Repeating-Geschichten, also Wiederholungsgeschichten besteht. Der klingt so. Jetzt sind wir in der 5. Position der G-Moll-Pentatonik hier und spielen 12 auf der G-Seite, 15, 12 Pull-Off und wir lernen nur diesen Takt. Pull-Off und dann hier wird schnell gepickt. Da, 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 da. Und dann kommt noch das hier. Pull-Off von 15 auf 12. Kleine Barré hier wieder. 15, 12, 12. Beim dritten Durchgang spielt er 15, 12, 15. Ja. Du siehst, ich spiele sie mit dem kleinen Finger, aber du kannst es natürlich auch so probieren. Dann musst du deine Handhaltung ein bisschen ändern. Je nachdem, was dir bequemer ist. Das waren die Licks aus dem epischen Gitarrensolo Freebird. Wow! Was ich jetzt mache, ich werde kurz in den Chat reingucken und dann spiele ich das Backing Track ab und werde einige dieser Licks für euch spielen und gewürzt mit ein paar meiner eigenen und so mich sozusagen aus dem Video hinaus improvisieren. Ich will es heute nicht zu lange halten. Also, jetzt gucken wir doch mal kurz rein. So, wunderbar, ihr seid dabei. So, ja, danke, danke. Ja, tatsächlich, meiner rechten Schulter geht es immer, es ist noch ein bisschen, ich muss aufpassen. Ich kann jetzt heute das Video nicht zu lange machen. Meine Schleimbeutelentzündung in der Schulter ist abgeklungen, aber erst vor 2, 3 Tagen. Also ich muss aufpassen, weil diese Sachen, die ich jetzt hier spiele, die sind schon für den Körper, also da wirst du nicht nur in den Fingern warm, sondern dein ganzer Körper heizt sich auf bei diesen Licks. Ne? So. Ja, jetzt geht's los. Ne? Super. Also was ich jetzt mache, genau, der Lied kommt auch bei Stairway. Stairway to Heaven. Ne? Absoluter Klassiker. Ja, korrekt. Clapton. Ja, absolut. Ja, ja. Also die Leaks heute sind alle von Freebird. Ne? Ist das nicht unglaublich? Wie geil? Ja. Ne? Also viel Spaß. Ich gehe jetzt hier, ich schalte noch das Delay ein, mache die Gitarre einen Hauch lauter und dann spiele ich zum Backing-Track ein bisschen für euch, weil das so tierisch Spaß macht. Und ich wünsche euch jetzt schon, ich gehe in diese Perspektive, so könnt ihr genau sehen, was ich mache. Und ich gehe direkt rein in das Solo, aber ich muss mir hier nochmal die Tabulaturen vor Augen halten, um zumindest einen Blick drauf zu werfen, damit ich einige oder fast alle dieser Licks heute hier, ich spiele sie dann, im Grunde genommen improvisiere ich jetzt. Ich spiele also nicht das reine Gitarrensolo,
ich improvisiere nach Gefühl und verwende diese Repeating Licks, okay? Ich wünsche viel Spaß. So, feuerfrei. Lynyrd Skynyrd Free Bird Backing Track. Backing Track werde ich euch zur Verfügung stellen. Okay, also, das geht natürlich wahnsinnig in die Finger rein, ihr Lieben. Und es ist schon heftig. Da kommt ziemlich viel Wärme auf. Und ich werde jetzt hier mal gleich wieder reingehen in den Livestream.
Und da kommt schon ziemlich viel Wärme auf in deinen Fingern, in der Hand. Das war jetzt sehr, sehr anspruchsvoll, was die Ausdauer angeht. Also das ist ein Solo, was unglaublich auf die Ausdauer deiner Finger geht. Okay? Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video heute, denn darum geht es letztendlich. Die Freude an diesen Licks, die so absolut klassisch sind und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, beim Publikum sehr, sehr gut ankommen. Ich wünsche dir viel Freude damit. Ich verabschiede mich jetzt bei euch und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr live dabei wart. Am Donnerstag geht es weiter mit einem der schönsten Intros auf der akustischen Gitarre, was jemals gespielt wurde, und zwar aus den 70ern, Al Di Meola, Mediterranean Sundance. Ich lade euch herzlich ein, am Donnerstag dabei zu sein. Auch wieder eine geniale Geschichte, die sehr, sehr gut zu üben ist und euch sehr viel bringt. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns live wiedersehen. Viel Spaß mit den Licks, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich kann jetzt nicht groß auf Fragen mehr eingehen. Mir geht es nur darum, dass ihr motiviert seid, dass ihr Bock habt, diese Sachen zu üben und dass ihr einfach die Gitarre jeden Tag zur Hand nimmt und ein klein bisschen besser werdet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich gehe jetzt offline. Ciao, ciao. Danke nochmal. Danke, danke.